ich wollte eigentlich einen Satz aus dir rauslocken, der immer so mein Herz erwärmt. Als ich dich fragte, was war dein Beweggrund, hierher zu kommen? Weißt du, welchen Satz ich meine? Dass ich mich in die Menschheit verliebt habe. Ja, ja. Ich möchte, weil heute viele hier sind, die Christina noch nicht kennen. Christina, bitte sag uns nochmal, wie das war, was du gesehen hast, warum du hierher gekommen bist. Das mit den Lichtpunkten. Das auch und was dein Beweggrund war. Du weißt den nämlich noch ganz genau, dass du hergekommen bist. Also, bevor ich hier auf die Welt kam, da wurde mir sowas gezeigt, wo man gesehen hat, dass überall auf der Welt so kleine Lichtpunkte entstehen. Und das sind Menschen. Und die verbinden sich miteinander. Und es gibt so ein Lichtnetz um die Welt. Und man hat da einfach gesehen, dass, auch wenn in dem Moment nicht alle Menschen damit mitgehen, aber dass die Menschen, die offen dafür sind, dass die in diese neue Energie gehen werden, ganz egal von dem, was da halt sonst so drumherum ist. Aber dass sie das einfach tun. Also dass die Energie von dem Menschen genug groß ist dafür. Und also der Grund, warum ich hier bin und warum ja auch viele andere hier sind, ist ja, um mehr Bewusstsein zu bringen. Um mehr Liebe. Ja. Und das macht dann ja jeder von uns halt auf seine eigene Art. Und jeder ist so ein Teilchen, was an einem anderen Ort reinpasst. Und nur wenn diese kleinen Teilchen am richtigen Ort sind, dann gibt es ja ein großes Bild. Das ist mit uns Menschen halt auch so. Und dass man sich halt immer wieder daran erinnert, dass jeder von uns so ein Lichtpunkt ist. Und man kann dieses Licht sehen, wenn man energetisch da schaut. Und dass man sich dieses Licht auch nicht nehmen lässt. Also auch im Alltag, weil die überall, also nur schon die Nachrichten, die sind ja da, um das Bewusstsein von den Menschen in eine gewisse Richtung zu lenken. Und zu schauen, dass es dann dort bleibt. Und das sind ja keine guten Dinge. Und das wird ja auch bewusst so gemacht, weil die Dinge, die auf der Welt passieren, die brauchen ja immer die Schöpferkraft der Menschen dazu. Wenn alle Menschen für die Liebe wären, dann wäre das unmöglich, dass es irgendwo einen Krieg geben würde.
Und selbst wenn jemand die Idee hätte, das wird einfach gar nie passieren. Weil physisch niemand da ist, der eine Resonanz dazu hätte und dann irgendwie das da mitmachen würde. Und darum probiert man ja die Schöpferkraft der Menschen in gewisse Richtungen zu lenken. Weil ohne die Schöpferkraft der Menschen geht sowas nicht. Und dann ist es darum gut, dass man auch im Alltag schaut, dass man für die Liebe ist und für den Frieden. Und dann ist man energetisch auch ein Anker dafür. Und dass man sich nicht in diesen Wirbel reinziehen lässt, der dann in den Medien rumgeistert. Entweder wir entscheiden uns, wofür wir unsere Schöpferkraft nutzen wollen, und wenn wir das nicht machen, dann werden wir von außen gesteuert. Weil von außen kommen genauso Informationen zu uns. Und wenn wir nicht bewusst mit diesen Informationen umgehen, dann übernehmen wir die einfach. Und dann denken wir so und fühlen so. Danke. Ich wollte eigentlich einen Satz aus dir rauslocken, der immer so mein Herz erwärmt. Als ich dich fragte, was war dein Beweggrund, hierher zu kommen? Weißt du, welchen Satz ich meine? Dass ich mich in die Menschheit verliebt habe. Ja, ja. Yes. Das ist dort, wo ich herkomme, normal. Das tut dort jeder. Ja, und das ist so schön, das ist so wunderschön. Und das von dir zu hören und vor allem zu spüren, weil wenn du das sagst, weiß jeder, das ist wahr. Du bist hierher gekommen und hast dich in diese Menschheit verliebt. Ist das nicht unfassbar? Und wenn du sagst, dass dort, wo du herkommst, dass das normal ist, dann wissen wir, wir können so viel Mist veranstalten hier, wie wir wollen. Wir werden geliebt. Oder? Als Menschen. Dann wissen wir das doch einfach, oder? Was nicht heißen soll, dass wir das tun sollen, denn unsere Bestimmung ist ja eine ganz andere. Und ja, ich weiß nicht, ich finde es so schön. Lassen wir es damit stehen und wir gehen den nächsten Schritt mit unserer Schöpferkraft, die zu lenken und die mit Schub zu füllen, denn die Schöpferkraft besteht ja aus unseren Gedanken und unseren Gefühlen. Und die sollen ja von der einen Seite gelenkt werden, aber die können uns mal. Hier lenken wir sie jetzt in die bestmöglichsten, schönsten Kräfte. Danke, danke, Bahnen wollte ich sagen. Danke, Christina, für all dein Wirken.